Hallo, hallo bei Stempelkrempel. Heute möchte ich euch diese schöne Karte hier zeigen. Das ist eine Karte für eine ganz besondere Freundin von mir, die gerade ein Baby bekommen hat. Und das Besondere für mich dabei bei dem Entstehungsprozess war auf jeden Fall, dass ich daran viel, viel länger irgendwie gearbeitet habe, als ich das normalerweise bei Karten tue. Gibt natürlich manchmal so Projekte, wo man mehrere Tage daran arbeitet und immer Stück für Stück sich vorwärts hangelt. Aber irgendwie hatte ich so das Bedürfnis, die hier auch fertig zu kriegen. Und das hat, weiß ich nicht, bestimmt 3-4 Stunden oder so gedauert, obwohl es am Ende eigentlich eine recht einfache Komposition ist und auch jetzt gar nicht so schwierige Techniken angewandt wurden. Aber ja, mir war irgendwie wichtig, dass die besonders schön wird. Ich habe hier einen Smooshing-Hintergrund genommen. Der war tatsächlich auch schon fertig sozusagen in meinem Stapel. Es kann sogar sein, dass Linja den gemacht hat. Wir tauschen ja öfter mal auch unsere selbstgemachten Hintergründe aus. Und es kann sein, dass sie mir den vertauscht hat. Und ich fand den für diesen Anlass irgendwie total passend, weil der so schön fröhlich leuchtende Farben hat und gleichzeitig durch dieses Verwaschene einfach so ein dreamy Charakter irgendwie mitbringt. Dann muss natürlich für mich auf einer Babykarte unbedingt irgendwas ganz Niedliches drauf sein. Da habe ich mich für den kleinen Elefanten hier entschieden. Auch nach langem Überlegen, weil es so viele süße Stempel gibt. Und ich zeige euch mal kurz das Stempelset. Das ist das hier, da sind noch mehr süße Elefanten drauf. Und das Gute hierbei ist, dass ich auch die passenden Stanzen dazu habe, um das fertige Motiv auszustanzen. Habe ich wie immer mit VersaFine Onyx Black Ink gemacht und dann mit den Distress Inks koloriert, also mit Wasserfarbe sozusagen. Genau wie der Hintergrund so gemacht wurde, nur eben gezielt mit dem Pinsel. Genau, beim Spruch habe ich auch sehr, sehr lange überlegt. Es gibt ja auch so viele süße Sprüche. Am Ende habe ich mich für großes Glück kann so klein sein entschieden. Der ist einfach schön und passt so perfekt auch hier zu dem kleinen Elefanten. Genau, den habe ich auch mit VersaFine gestempelt und dann noch mal mit transparentem Embossing-Pulver veredelt sozusagen. Man sieht es vielleicht, wenn man es so ein bisschen im Licht dreht, dann kann man diesen leichten Glanz sehen. Also es ist kein Glitzer, sondern es ist einfach wie so eine dünne, glänzende Schicht nochmal drauf. Und das funktioniert, weil die VersaFine Ink, die bleibt relativ lange noch feucht, sodass man da auch Zeit hat, das Pulver aufzutragen. Genau. Und dann zur Krönung sozusagen, zum Abschluss, gibt es noch diese kleinen süßen Herzchen hier. Da habe ich ganz klassisch einfach so eine Handstanzer verwendet. Das ist wirklich ein Billigteil. Ich habe keine Ahnung, wo ich den mal her hatte. Auf jeden Fall stanzt er sich richtig, richtig schwer. Ich mag ja lieber die mit dem Hebel. Die machen sich besser. Und die hier, die man einfach nur runterdrücken muss, die gehen super schwer. Ich habe mir dann hier so eine Verpackung hebe ich ja meistens auf, wenn ich die schön finde. Irgendwie die Farbe. Bei der hier ist es tatsächlich so, dass es auch etwas dickeres Papier ist, was mit diesem Handstanzer noch schwerer zu stanzen ging. Man sieht auch hier, es hat gar nicht immer funktioniert. Also bei diesem Versuch hier sind gar nicht alle Herzchen ausgestanzt worden. Also ich habe mir dabei wirklich fast die Finger gebrochen. Genau, so ist diese Karte also dann letztendlich entstanden und zum Abschluss eben noch das Finish hier mit der Mattierung. Einfach ein hellblaues Stück Cardstock hier noch dahinter geklebt, so als kleinen Rahmen. Und fertig ist die Karte. Ja, klingt irgendwie einfach, aber wie gesagt,
war ein langer Weg dahin. Am Ende bin ich aber doch ganz zufrieden damit und finde die super schön und freue mich jetzt auch drauf, die zu verschenken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.